Herzlich willkommen zu unserer heutigen Visitesendung. Schön, dass Sie wieder da sind. Und auch ganz herzlichen Dank für all die wertvollen Zuschriften und auch Falldokumentationen, die mir natürlich auch die Basis geben, jetzt heute für eine Krankengeschichte eines 64-jährigen Patienten, der bereits aufgrund einer doch sehr akut gewordenen Problematik unmittelbar ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und man hat dort eine Herpesenzephalitis festgestellt. Das ist eine Gehirnhautentzündung aufgrund von Herpesviren. Das war im April und bis vor 8 Wochen hat dieser Herr sich doch nur unter größter Anstrengung immer wieder auch bewegt, und er beschreibt, dass es mir doch sehr, sehr schlecht gegangen ist. Ich kann den Zustand im Moment nicht einschätzen, aber der Regenerationsprozess war wohl doch sehr, sehr lange und wahrscheinlich auch heute immer noch nicht so gut, dass er die Frage an mich richtet, eine Meinung oder vielleicht auch eine Hilfe zu erhalten. Aber ich habe das Schreiben bei mir, und die Notaufnahme zeigte einen Patienten damals, der sehr ausgeprägte Sprach- und Denkblockaden hatte und immer wieder die Worte auch nicht finden konnte. Er selbst beschreibt auch seit längerer Zeit ein komisches Gefühl im Bauch zu haben. Seine Ehefrau allerdings fügt noch hinzu, dass er sich schon längere Zeit schlecht und müde fühlte. Er rede immer wieder in bestimmten Phasen und Schüben, die Sätze könne er nicht zu Ende bringen. Es komme ihm dann immer wieder was in den Kopf und den Satz kann er dann auch nicht beenden. Die klinische Untersuchung, die sich dann auch mit dem Krankheitsbild beschäftigte, zeigte vom Allgemeinstatus doch einen sehr reduzierten Allgemeinstatus, aber von Seiten des Herz-Kreislauf-Systems und so weiter gab es da keine wesentlichen Befunde. Jetzt gibt es Untersuchungen. Ich nehme an, dass Sie gleich in eine neurologische Klinik eingewiesen wurden. Und man hat dann verschiedene MRTs gemacht, also Magnetresonanz, Computertomographie zuerst und dann Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel am 9.4., am 14.4. und am 22.4. Dazu dann noch eine Liquorpunktion, wo man dann aus dem Rückenmark Liquor, also Hirnflüssigkeit, herausziehen kann, um zu untersuchen, welche Belastungen liegen dahinter. Und man fand Herpesviren. Diese Herpesviren sind eine virale Reaktivierung, behandelt aber wurde mit einem Antibiotikum 2, einmal Ceftriaxon und Ampicillin und dann das uns als Ärzten zur Verfügung stehende Acyclovir, ein Antivirostatikum, zunächst das einmal intravenös und dann nochmal später oral einzunehmen. Insgesamt sind sie dann in einem natürlich verbesserten Allgemeinzustand wieder nach Hause entlassen worden, und ihre Sorge oder ihre Frage war jetzt sicher, was kann ich tun, was ist zu tun, weil mein Gesundheitszustand immer noch nicht zufriedenstellend ist. Es war der Anlass, mich mit ihrem Fall etwas näher zu beschäftigen, weil man daran sieht, wie wir medizinisch heute vorgehen. Wir sehen eine Akutsituation, wir versuchen sie zu verstehen, wir finden Herpesviren erhöhter als bakterielle Prozesse oder andere virale Belastungen und reagieren darauf.
Wir arbeiten aber auch gleich noch mit einer breiten Antibiose, so unter dem Motto, wenn es nicht alleine die Herpesbelastung ist, dann haben wir auch noch durch eine Breitband-Antibiose die Chance, auch hier einen bakteriellen Erreger mitzugreifen. Jetzt ist es aber so, dass ja jegliche Herpes-Simplex-Viren in uns allen wirklich leben. Es gibt keinen Menschen, der nicht eine Herpesbelastung hat. Zum Beispiel Epstein-Barr-Viren. Wir haben früher fast alle das pfeifersche Drüsenfieber durchgemacht. Wir können Epstein-Barr-Virusbelastungen bereits schon mit der Muttermilch bekommen. Das heißt, Viren sind immer intrazelluläre, ich würde es gar nicht mal nennen Organellen, es sind Bestandteile der Zelle. Ein Virus ist außerhalb der Zelle nicht lebensfähig. Viren sind Zellorganellen, das heißt, es ist ein RNA, ein DNA-Faden mit einer umgebenden Proteinhülle. Viren sind immer auch an den Zellstoffwechsel gebunden. Viren können außerhalb der Zellen gar nicht existieren. Und das Wort, ihm den Namen Virus zu geben, war erst möglich, als man sie entdeckte. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Elektronenmikroskopie auf den Markt kam. Ende des 19. Jahrhunderts hatte man bereits Pilze und Bakterien gefunden im Blut und man hat ihnen dann diese Namen gegeben, sodass eigentlich Viren bzw. Parasiten oder Pilze, Bakterien, die Namen waren schon besetzt. Virus heißt griechisch Toxin. Es waren Zellstrukturen, die man gar nicht groß einschätzen konnte. Man hatte aber gefunden, dass diese Zellstrukturen, wenn sie aktiviert werden und sich dann auch vermehren, dass es Auslöser geben muss, dass diese Aktivierung stattfindet und damit natürlich auch der Zellstoffwechsel sich verändert. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben in der Kindheit Windpocken. Das sind Herpes-Simplex-Viren oder Herpes-Gürtelrose-Viren, also Herpes-Zoster-Viren, so. Und diese durchgemachten Windpocken bauen eine Immunität auf. Das heißt, die beste und stärkste Immunität, das heißt, dass wir mit einer erneuten Konfrontation vielleicht mit viralen Viren auf dieser Ebene eine Krankheit leiden, ist ziemlich eingeschränkt, weil wir haben gute Antikörper aufgebaut. Man hat ja einen Antikörper gegen eine Erkrankung, größtenteils durch die eigen durchgelebte Erkrankung. Und das hält in der Regel ziemlich lange an. Es schützt uns nicht davor, eine Erkrankung wieder zu bekommen, aber das Risiko ist verhältnismäßig gering. Wenn man aber im Laufe des Lebens in eine Phase kommt, wo die eigene, und zwar die intrazelluläre, wir haben also ein Immunsystem, was auch die Zelle selbst schützt vor solchen Angriffen, Reaktivierungen, und auch in unserem Blut, in unserem Körper haben wir Antikörper und genug Mechanismen, die zur Verfügung stehen müssen, damit der Körper nicht in diese Reaktivierung kommt. Jetzt ist es aber so, wenn wir im Leben zum Beispiel die Windpocken hatten und die Windpockenviren im Bereich des Rückenmarkes, da ist der Ort, wo solche Viren dann einfach in uns bleiben, in einer inaktiven Form. Wenn jetzt diese intrazelluläre Aktivität absinkt, in einem chronischen Prozess, weil wir vielleicht, wir nennen das konsumierenden Erkrankung leiden und es noch nicht wissen. Das heißt, wenn sich ein gewisses Tumorgeschehen schon über Jahre langsam entwickelt, wenn die Immunitätsleistung absinkt, weil wir vielleicht auch chronisch überfordert sind, überlastet sind, auch oft in Phasen von Depressionen oder sehr großen psychischen Ereignissen, die unsere
Immunleistung runterfahren, wenn wir toxisch belastet sind, wenn wir parasitär belastet sind, weil unser Immunsystem kann ja nur nicht alles für uns klären. Ganz einfach, wenn unser Vitamin D über Jahre nie überprüft wird, wenn Zink uns fehlt. Zink ist eines der wichtigsten Spurenelemente, gerade für die intrazelluläre Immunität. Und. Es gibt also wirklich viele Gründe, warum auf einmal die Windpockenviren aktiv werden können. Dann heißt es im Alter nicht Windpocken, sondern es heißt Gürtelrose, weil genau da tritt es jetzt auf, wo diese Windpockenviren überliefert haben. Das kann aber auch ganz plötzlich passieren durch einen Schock, durch einen Auffahrunfall, durch ein schweres Trauma, was man erlebt, weil ein Angehöriger der Familie vielleicht plötzlich verstorben ist und. Alles das gehört immer zu einer Entwicklung, zu einer reaktivierten Virusentstehung. Auch Menschen, die immer wieder sagen, ich kriege immer wieder meinen Herpes an dieser Stelle, aber ich merke das schon, wenn ich jetzt schlecht geschlafen habe oder ich bin wieder in einer Phase, wo zu viel Stress ist, dann wird mein Herpes aktiv. Das heißt, erstmal ist ganz wichtig, dass jetzt jetzt ist schon wieder ein halbes Jahr her, nach diesem Ereignis, aber dass man auch wirklich diese Dinge hinterfragt. Wo stehe ich heute im Rahmen meiner Immunleistung? Dann sollte man wirklich einen Immunstatus machen, um das zu erkennen. Wie ist Ihr Vitamin-D-Spiegel? Das ist Grundvoraussetzung für jegliche Immunentgleisungen. Wie hoch ist mein Zinkspiegel? Intrazellulär wird es gemessen, also im Vollblut. Und ich erlebe, dass ein Großteil unserer Patienten wirklich einen Zinkmangel hat. Das ist so banal und das ist so einfach. Aber es wird notwendig sein, weil die gesundheitliche Situation, die im Moment ziemlich breitbasig aufgebaut wurde, sollte ja aber die Chance kriegen, dass sie sich jetzt wirklich stabilisieren kann. Und dazu braucht es bei jeder viralen Reaktivierung immer 3 Dinge. Das erste ist, bitte sorgen Sie dafür, hochdosiert Vitamin C einzunehmen. 1500 bis 2000 Milligramm, oral geht es nicht höher. Acerola ist zum Beispiel ein wunderbarer Energielieferant. Das zweite ist Vitamin C in Form von Zitronensmoothies. 5 schöne Bio-Zitronen, richtig zerquirlen, schreddern, vorher die Schale schön putzen, dann bitte zu einem Mousse zerschreddern, mixen, auffüllen, gern mit einer Banane, einem Apfel, Wasser, dass es sämig ist. Stellen Sie es im Kühlschrank und trinken jeden Tag 1 bis 2 Mal ein Achtel. Und das andere ist L-Lysin. L-Lysin ist eine Aminosäure, die die Viren in ihrer Aktivität, sich zu vermehren, deutlich drosselt. Und denken Sie an Zink. Wenn Sie Ihren Zinkspiegel gemessen haben, substituieren Sie. Es gibt Zink frei zu kaufen, nur in 15 Milligramm, aber sehr oft ist es notwendig, in den ersten Phasen Zink höher zu substituieren, 30 bis 45, manchmal sogar mehr Milligramm. Zink darf man nicht nüchtern einnehmen. Das macht ein unwohles Gefühl im Magen. Das dunkle Blattgemüse ist zum Beispiel ein Zinklieferant, aber in einer wirklich medizinischen Indikation kann man gar nicht diese Mengen oral verkonsumieren. Das finde ich sehr wichtig, dass Sie über eine virale Diagnostik auch nochmal gehen, denn wir sehen sehr, sehr oft hinter zum Beispiel Herpesreaktivierungen, dass parallel dazu eine EBV-Epstein-Barr-Reaktivierung noch dazu kommt. Und ausgebildet für solche auch viralen Prozesse ist sehr ein Arzt, der sich neben seinem eigentlichen Beruf als zum Beispiel Hausarzt oder Internist noch mit der Mikroimmuntherapie beschäftigt hat.
Die Mikroimmuntherapie ist eine hochspannende Therapie, welche die Belgier die letzten Jahrzehnte unglaublich beforscht haben. Und im Rahmen dieser Mikroimmuntherapie geht es nicht um Antivirus, eine antivirostatische Therapie, sondern genau zu erkennen, welche immunologischen Abwehrprozesse sind nicht mehr gegeben, um ein Virus in der Inaktivierung zu halten. Es geht nicht darum, um ein Virus zu vernichten. Es geht darum, um es aus der Aktivität hinauszubekommen. Das sind besondere klinische auch Untersuchungen, die uns sagen, gibt es eine virale Belastung? Sind sie aber auch inaktiv oder sind sie persistierend aktiv oder sind sie reaktivierend aktiv? Das finde ich ist ein großer Unterschied und muss natürlich dann auch die Konsequenz nach sich ziehen, das Immunsystem auf diesem Weg mitzunehmen und es in diesem Prozess weiterhin auch langfristig zu unterstützen. Hinter dem steht eine wirkliche, nicht intakte Immunsituation. Inwieweit diese Immunsituation aber begründet ist, weil sie sich vielleicht über Jahre erschöpft hat durch eine persistierende Epstein-Barr-Situation. Ein typisches Zeichen beim Epstein-Barr ist zum Beispiel dieses Erschöpftsein, diese Müdigkeit. Dann gibt ihre Gattin an oder sie, dass immer wieder der Bauch auch ein Thema ist. Das ist wichtig zu wissen, wie ist die Pflanze wie ist die Wurzel bei der Pflanze Mensch? Ist der Darm gesund oder gibt es auch da Belastungen, die Sie gar nicht kennen? Sind da ständig Entzündungen, die Sie gar nicht wahrnehmen? Ist der Darm in eine Leaky Gut Situation leise gerutscht? Das heißt, die Darmschleimhautpermeabilität ist offen und in dem Moment transferieren sie Endotoxine, nennt man das, also Bruchstücke von Bakterien, von Parasiten, von Pilzen gelangen unkontrolliert in den Körper und überfordern damit auch eine Immunleistung. Das macht müde mit der Zeit, das macht schwach. Das andere, was mir aufgefallen ist, als ich gelesen habe, dass sowohl ein CT als auch zweimal ein MRT mit Kontrastmittel durchgeführt wurde, das ist die Gabe von Gadolinum. Sie müssen dem Kollegen unterschreiben, dass Sie mit einem Kontrastmittel behandelt werden. Ich habe mittlerweile schon wirklich schwerste dramatische Fälle erlebt, unter und nach Gadolinum, einschließlich bei einem 12-jährigen Mädchen. Aber Gadolinum ist etwas, das kann langfristig generalisierte, brennende Schmerzen machen. Das macht Tinnitus, Schluckbeschwerden. Das macht eine Entgleisung von der normalen Körpertemperatur. Wenn aber die Körpertemperatur sinkt, unter vielleicht 36,5 Grad, lässt auch der permanente Sauerstoffdruck auf die Zellen nach, im Rahmen einer Hypoxie nennt man das. Und es können zu viralen Reaktivierungen kommen, noch mehr als vielleicht vorher. Die Missempfindungen, die manche Menschen beschreiben, das Gefühl, wie so ein elektrischer Strom, Vibration zu erfahren, Müdigkeit, Schlappheit, muskuläre Schmerzen, Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, Störungen im Immunsystem, Sehstörungen. Es ist eine unglaubliche Palette, was Gadolinum alleine, das Kontrastmittel mit den Menschen macht. Und sie haben das sehr intensiviert in diesem Zeitraum erhalten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn Ihre eigene Entgiftungsleistung überhaupt? Ist der Körper mit dieser Kontrastmittelgabe überfordert gewesen und kann er eigentlich diesen Entgiftungsprozess über Leber und Nieren danach nicht richtig vollziehen? Es dauert Wochen bis Monate, bis sowas langsam abgebaut ist. Es sollte Ihnen aber in diesem Moment auch Anlass sein, dieser Frage nachzugehen
und sich an jemand zu wenden, der sie im Rahmen auch Entgiftungskapazität mehr veranlasst in der Diagnostik, als nur die Leberwerte anzuschauen. Die sind es bei weitem nicht allein, um hier eine entsprechende, sag ich mal, Regeneration oder auch Unterstützung der Entgiftungsleistung anzufordern. Biologische Medizin ist eigentlich ziemlich einfach und Sie werden merken, auch in den Fällen, die unterschiedlich dargestellt werden, wir müssen uns ja auch den Themen der Zeit widmen. Also es macht ja gar keinen Sinn, vielleicht zu glauben, dass wir heute mit der Gabe eines homöopathischen Mittels aber auch alles irgendwo regulieren können. Der Körper kann nur regulieren wieder selbst, wenn er entlastet ist. Und wir müssen auch hingucken, in der Anamnese des Patienten verstehen, wo liegen deine Schwachpunkte, denn auf genau den wird der Mensch individuell dann krankheitsmäßig auch sein Problem entwickeln. Und deshalb ist es so wichtig, glaube ich, sich jetzt an einen Kollegen zu wenden, der Sie jetzt nicht behandelt postoperativ nach einer Hirnenzephalitis. Es ist ein großes und ein schweres Krankheitsbild, da gibt es gar keine Frage, sondern mehr der Frage nachgeht, was ist danach noch nicht anders und was braucht es jetzt auch hinsichtlich der Diagnostik toxischer vielleicht auch Belastungen, parasitärer Belastungen. Und wie ist denn eigentlich Ihr Gesamtsystem aufgestellt? Allein durch eine Stuhlprobe können Sie mindestens auf, ich meine, fast 12 Fragen, 12 Antworten bekommen, was aber entscheidend ist. Denn ob Ihr Gehirn in einer doch sehr ausgeglichenen Art und Weise arbeiten kann oder über Jahre auch schon Belastungen erfahren haben. Ich bitte da auch nicht zu unterschätzen, dass wir heute im Aluminiumzeitalter leben, dass Aluminium hirngängig ist, das heißt die Blut-Hirn-Schranke auch durchschreiten kann. Das macht was mit uns und es sind dann oft Dinge, die sich in so einer Dramatik auf einmal irgendwo so stark konzentrieren, dass der Körper selber alleine so eine Entwicklung zu einer Enzephalitis eigentlich nicht regulieren kann. Das, denke ich, sind Dinge, die Sie jetzt wirklich tun können. Es ist überstanden, es liegt hinter Ihnen, es ist schon mehr als ein halbes Jahr vergangen, aber es ist nicht zu spät, um auch jetzt vielleicht das nochmal auch zu sich zu verinnerlichen, wie schwerwiegend diese Erkrankung war, welche Nachwehen sie Ihnen über Wochen und Monate dann noch angehangen haben und vielleicht auch jetzt nochmal wirklich Sie selbst im Ganzen unter die Lupe genommen werden, um zu erkennen, was vielleicht dann auch verständlicherweise zur Entwicklung so einer akuten Hirnhautentzündung geführt hat. Ich hoffe, Sie können jetzt mit diesen Dingen einen weiteren und vielleicht sehr entscheidenden Schritt gehen. Achten Sie drauf, ich weiß, ich kann hieraus nicht entnehmen, ob Sie noch Amalgamfüllungen haben. Ich kann auch nicht daraus entnehmen, ob Sie vielleicht noch tote Zähne haben. Das wäre mir unglaublich wichtig für Sie, jetzt auch zu wissen und bitte auch dann mit einem ganzheitlichen Zahnarzt zu besprechen, weil das wird wesentlich noch dazu beitragen, dass der Körper sich insgesamt dann auch wieder erholen kann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend noch und freue mich schon sehr auf die nächste Woche und auf den nächsten Sonntagabend. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.